So, jetzt sind wir mal wieder böse. So wie Ernie und Bert. Böse. So richtig böse, ne? Oder? Ja, die sehen böse aus, sind die aber gar nicht, ne? Immer wenn ich die angucke, muss ich Bernie und Erd denken. Moment mal, die haben 4 Augen, ne? Mhm. Und jeweils 2 Nasen. Ja, vielleicht. Ja, also irgendwie sowas, ne? Ja. Warum wieder Bad Guys? Warum wieder böse Jungs? Weil das ein sehr interessantes Thema ist und weil es immer wieder aufkommt. Mhm. Ne? Was ist denn mit den bösen Jungs? Was machen die denn? Wir sind 2 Piranhas und wir machen hier Community-Arbeit. Schönen guten Tag, ja. Und beantworten eure Fragen und erklären euch ein bisschen was über unseren Alltag hier als Game Designer und Developer im Allgemeinen. Und da geht's jetzt um böse Jungs. Das habe ich mal aufgeschrieben. Ja. Nochmal, weil es uns oft begegnet, böse Jungs sind immer cooler als die Guten, oder? Deswegen sind die auch jetzt so. Und nicht mehr bunt. Die gehören jetzt zu den Bösen, weil dann sind die auch cooler. Ist ein bisschen was Wahres dran, ne? Oder? Ist schon ein cooles Shirt, ne? Oder? Ja. So. Würde man natürlich direkt sagen, ja, die sind ja nicht böse. Die sind nicht böse, die sind ja bloß schwarz. Die sind nur schwarz, ne? Als würden sie jetzt ein Foto vom Mond machen wollen. Mit einer Selbstauslöserkamera. Ohne Blitz. Ja. Quatsch, ne? Böse sind doch nicht cooler. Oder? Nicht zwangsweise, aber die haben halt so Eigenschaften, ne? Die besonders interessant sind oder die sie interessant machen, kann man sagen. Ja, das stimmt. Und deswegen haben wir es mal näher beleuchtet und darum soll es gehen in dieser Sendung. Als erstes fragen wir ja meistens immer irgendwelche Menschen, ja, da draußen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Gamer, ja, die Gamers, die fragen wir jetzt mal. Und die haben wir gefragt, sag uns mal deine Top 3 der Bösewichte in Games. Und die haben Folgendes gesagt. Eine ganz schlimme Erinnerung habe ich an Dr. Muckley von NAM 1975. Ich weiß aber jetzt nicht, wie du Top 3 definierst, ob das die besten sind oder die schlimmsten. Also das ist einer der schlimmsten. Das ist halt so ein verrückter Wissenschaftler, der im Rollstuhl sitzt und ein Mech lenkt am Ende. Und ich habe das Spiel, das ist ein Automatenspiel, ich konnte es mit einer Münze bis zum Ende spielen und dieser Endboss, wie es bei Automatenspielen leider oft so ist, der war so unfair und so mies. Ich habe ihn nie mit einer Münze besiegt. Ich habe ihn mal mit unendlich Credits besiegt, okay. Aber ansonsten habe ich immer noch sein fieses Lachen im Ohr und wie er die Welt sprengt. Habe ich keine Antwort, fürchte ich. Kann ich leider nicht sagen. Gontao Dim vom letzten Witcher-Teil. Lucien Lachance von Oblivion. Morrigan von Dragon Age. Wobei, da kann man sich natürlich auch streiten, ob sie wirklich Bösewicht ist oder nicht. Aber, ja. Team Rocket, auf jeden Fall. Das ist halt einfach so, die sind halt einfach so schön derpy und gleichzeitig so böse, dass es halt einfach ultra witzig ist. Also bei denen mag ich einfach diese, doch irgendwie auch witzige Art dabei. Dann fand ich, auch wenn ich den Namen leider jetzt gerade vergessen habe, den Bösewicht aus Death Stranding ziemlich cool. The world is mine. Boom. Ja, also das ist auf jeden Fall der mieseste. Ansonsten, es gibt so viele geile Endbosse und es fällt mir wirklich jetzt schwer, da jetzt noch 2 zu nennen. Ja, und da wären wir wieder bei Destiny. Oryx. Oryx ist einfach, und halt Savathun, die jetzt kommt. Das sind schon 2 sehr, sehr coole Bösewichte. Als Kind ganz klar Bowser von Mario. GLaDOS. Atramedes, obwohl der eigentlich gar nicht böse war. Nur schwer. Als Boss. Und Far Cry 3, da habe ich aber den Namen vergessen. Bei Dragon Ball war es Cell. Oh, jetzt muss ich überlegen, heißt die Medusa oder Meduna? Von Jacked Alliance 2. Ja, was sind denn deine Top 3 Bösewichters?
Ich muss gestehen, dass ich lange darüber nachgedacht habe, über Bösewichte und mir vorrangig über allgemeine Bösewichte. Deswegen muss ich für Games im Speziellen jetzt nochmal nachdenken. Der erste, der mir spontan einfällt, ist ein Bösewicht aus meiner Kindheit. Der Zuschauer ahnt es schon. Ich habe mich wirklich gegruselt. Beim Ende von Monkey Island 2, wo der Geisterpirat LeChuck durch die Räume jagt und man hat immer nur ganz kurz Zeit, etwas zu tun, zu sammeln, zu kombinieren, bevor der Typ wieder auftaucht. Und jedes Mal habe ich mich als Kind tierisch erschrocken, wenn er dann kam. Und das fand ich ganz, ganz furchtbar. Also ich fand den sehr gruselig. Das ist so der erste, der mir einfällt. Ja. Mein erster, der mir einfällt, ist Darth Vader. So, was ist dein zweiter? Dann wird's schon diffus, ne? Oder? Warum Darth Vader? Weil er aussieht wie eine Mischung aus einem bösen Soldaten mit Helm, ja. Hat so ein Totenkopf-Roboter-Gesicht. Ja. Und da kann man ihn bewundern. Da habe ich sogar eine Maske von. Und der trägt schwarze Klamotten. Ist eine diabolische Maschine zwischen Mensch und Roboter. Ja. Macht sowieso schon mal evil, ne? Und weil man weiß ja nicht, wie viele Körperteile muss man austauschen von einem Menschen, bis der nicht mehr er selber ist. Oh, jetzt machen wir auch noch Philosophie hier, ne? Aber genauso ist das, ne? Ist halt die Maschine. Also mir ist auch noch ein Bösewicht eingefallen, aber um Noch dabei einer. jetzt erstmal zu bleiben, Ja. wo du jetzt bist, das war etwas, was mir auch als erstes durch den Kopf geschossen ist bei dem Thema, nämlich ich fand Bösewichte immer dann besonders toll, wenn sie am Ende nicht mehr ganz so böse waren. Ja. Also, also zum Beispiel die Schöne und das Biest, ja. So als Kind fand ich das total schön und fand das auch alles gruselig und so, aber am Ende ist er halt irgendwie bekehrt und das finde ich besonders gut. Okay. Ja, aber es gibt dann auch Bösewichter, die kann man nicht bekehren. Ist richtig. Weil Bösewicht ist ja das Biest, so in dem Fall, habe ich richtig verstanden, ne? Ja, aber das ist eigentlich nicht das Böse oder der Böse, sondern das ist dieser Gaston mit seinem Le Foll oder wie der heißt, mit seiner Schmeißfliege, ja, die alles tut, was der Bösewicht sagt, so, ja. Das stimmt schon. Das ist ja eigentlich der Punkt. So, am Anfang ist das nur irgendwie so ein Schaumscharwenzler, so ein Filou, ja, der irgendwie ganz viel Muskeln hat und alle Frauen liegen ihm zu Füßen, das ist ja erstmal Gedöns, ne? Und der richtig Böse, das ist dieser Typ, der sagt, das ist niederträchtig, das mag ich. Das ist dieser komische Typ, der den Vater von Belda, ihr wisst, was ich meine, ja? Der ist auch nur böse. Ja. Aber sehr eindimensional böse. Aber immerhin haben sie einen Plan, ne? Also einen Plan muss er haben, der Bösewicht, oder? Ja, aber ich... Ja, aber auch nicht also immer. Doch, also ich finde das ist schon ganz cool, aber ich finde so eindimensionale Bösewichte ziemlich doof. Ich mag die einfach nicht. Ich meine, wer mag schon eindimensional böse Figuren? Aber das ist Da hast du jetzt, Vorsicht, Spoiler machen wir nicht, gibt so ein der Brent Spiner bei Picard, der gefällt dir nicht. Genau aus dem Grund, weil er sehr eindimensional ist, ne? Das ist der Data-Darsteller. Ich weiß, ja, ich weiß noch nicht, was ich darauf antworte. Da war es da gar nichts, aber die wissen, was ich meine, so, das ist irgendwie, also das ist ja eindimensional. Es ist irgendwie immer, ja, man versteht schon warum, aber irgendwann fängt er an, das zu zelebrieren und so, und das ist irgendwie nicht cool, so, ne? Ja. Das ist so irgendwie nicht gut. So, das ist ein aktuelles Beispiel. Es gibt auf jeden Fall ein Thema, Bösewicht, das sich durchzieht durch alle Genres, Filme, Serien, Es gibt auch Bücher. eindimensionale, also zum Beispiel Alien ist mir eingefallen. Ja. Das Alien ist ziemlich gruselig und das ist ziemlich cool. Und dann ist Finde ich das auch geil, ja. Das lasse ich schon wieder gelten, weil es ist zwar eindimensional, ich meine, wenn es dich sieht, dann tötet es dich. Aber es ist schwarz. Es ist zusätzlich halt auch unwahrscheinlich unheimlich. Ja. Und dieses endgültige, gruselige Element, was das Alien hat, das macht es schon wieder zu einem interessanten Gegner. Ne? Ja. Gut, es hat eine ganz klare Intention. Es ist nicht nur böse, sondern es macht es zur Fortpflanzung. Das ist ja nur ein Insekt. Das ist ja ganz einfach. Ja, stimmt. Ne? Wenn der eigene Planet nichts mehr ist, ne?
Dann fliegt man woanders hin und macht irgendwie Trouble oder was, dann sind die Typen von Independence Day ja auch völlig nachvollziehbar. Die sind aber wieder irgendwie nur böse, oder? So, ne? Die sind auch nicht schwarz. Oder sind die schwarz? Weiß ich gar nicht. Keine Also Ahnung. den fehlt der Coolness-Faktor. Ja, da fehlt irgendwie so, wir machen euch alle platt, so, ne? Diese Szene da, wo einer von den Typen mit so einem Dings irgendwie am Hals und dann durch die Stimme von diesen Typen spricht, so, ja, und sagt so, wir machen euch alle platt, ja, wir können auch koexistieren, nein, das machen wir nicht, so. Da sitzt du dann da im Kino und denkst dir, ja, warum nicht? Aber das ist etwas, was das Alien auch von Gaston unterscheidet. Das Alien ist nicht gehässig. Gehässigkeit finde ich total ätzend. Predator zum Beispiel. Ja. Der hat eine Regel. Beispiel. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dem begegne und dann so, hui, Waffe weg. Der hat eine Regel, richtig. Dann tut das macht ihn aber auch wieder nicht böse, so richtig böse, sondern das macht ihn halt ja, was macht es ihn denn? Zum Helden sofort? Nein. Nein, oder? Nee, auf Obwohl, gar keinen Fall. da gibt es bestimmt einen Aufschrei in der Menge da draußen, ja, die sagen, um Gottes Willen, Alter, Predator, coolste Monster ever. Ja, Monster, genau. Ja. Liebesmonster, ne? Oder Monster mit Intentionen. Du hast gesagt, irgendwie das Biest ist böse. Ja, wenn man das als solches begreifen will, ist er am Anfang auch. Am Anfang ist er auch fies. Der ist fies, ja. Fiese Aber er wird bekehrt. Der wird bekehrt. Womit wir bei irgendwie, ich weiß nicht, wo ist der? Genau, richtig. Bösewichte bekehren oder einen Bösewicht bekehren wollen, ist eine starke Story-Triebfeder, habe ich hier hingeschrieben. Ja. Bösewichte müssen irgendwie immer eine Intention haben. Die müssen eine Geschichte haben, wenn sie interessant und plausibel sein sollen. Ja. Und müssen vor allem irgendwo nachvollziehbar sein, die Intentionen. Ich muss sie spüren können, ich muss sie sehen können, ich muss irgendwie merken, okay, da geht's um irgendwas. Ja, der hat eigentlich nur Angst vor irgendwas oder so, ja, vor der eigenen Zerstörung, das Einfachste, ne? So, oder wie Ming von Flash Gordon so, Clutus, mir ist langweilig. Welches Spielzeug hast du heute für mich? So, ja. Auch hier, da ist die Erde so ein obskures Himmelskörperchen in so einem SK-System da, ne? Mach mal Platz, so, ja. Dann kommt er mit seinem Ring und macht da irgendwelche Katastrophen und lässt den Mond auf die Erde fallen und so. Damals fand ich das cool. Heute denke ich, was Arsch, weißt du, weg mit dem, ne? Also, irgendwie, oder? Es hat einen hohen Trash-Faktor. Ja, ach, komm mir nicht mit Trash. So, ja, mal, so wieder so ein Raunen in der Menge. Oh, Flash Gordon ist auch kein Trash. Ja, doch schon. Es geht ja um den Bösewicht, ne? Also, ja, und Ming ist auch nicht schwarz übrigens, ne? Das ist auch ganz wichtig. Ja. Deswegen mein zweiter Da steckt Methode hinter. Der mir eingefallen ist diese Figur in 4. Oh ja. 4 ist eine Spielereihe, ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter geworden. Ja. Ich hatte damals als Jugendliche überhaupt keinen Schiss mehr. Ich habe mich überhaupt nicht gegruselt und dachte, Mensch, das hast du überwunden. Das sind so Gruselzeiten aus dem Kindheitsgedöns. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, ey, das ist ein neuer Kinofilm, lass doch mal reingehen. Und ich so, okay. Und wir sind dann in The Ring gegangen. Und danach habe ich mich nicht mehr getraut, den Fernseher anzugucken. Das hat sehr lange gedauert. Und darum ist dieses komische Phänomen, das einige haben, ich gehöre dazu, seltsame Mädchen oder Frauengestalten mit schwarzen, langen Haaren. Schwarze, lange Haare, deren Gesichter man nicht sehen kann. Etwas, das mich sofort triggert. Aufgrund von The Ring. Ja. Und dieses Mädchen, die Bösewichtin in hier 4. Wie ist sie noch? Arla oder Alma? Alma. Die war genau so gemacht und die fand ich auch ziemlich gruselig. Und das die ganzen Passagen, in der es um sie ging, die fand ich auch immer mega spannend. Ja, da ging es auch um Story, ja. Der Rest hast du geballert. Das wechselte sich so ab. Das gab so Soldatenszenen, wo du dann Soldaten irgendwie als Gegner hattest und dann halt die Alma und die Soldatenszenen, also brauche ich jetzt nicht, aber die anderen Szenen, die fand ich spannend. Ja gut, das gehört ja zusammen. Ja. Ne? Ja. Das ist halt, Ja, das ist auf jeden Fall, die hatte so eine Hintergrundgeschichte, die konnte man irgendwie rausfinden. So, da war ein bisschen Geschichte dabei. Das fand ich ziemlich cool. Die Bösen sind meist der Mächtigere.
Und jeder möchte gerne mächtig sein, habe ich hier hingeschrieben. Das ist das, was Luke Skywalker den Yoda fragt, ne? Ist denn die dunkle Seite irgendwie stärker? Und das sagt er, nee, die ist leichter, verführerischer. So. Böse zu sein, ist irgendwie die einfachere Methode, anstatt irgendwie versuchen gut zu sein oder rechtschaffen. Ne? Deswegen sind meistens Helden die Rechtschaffenden und die Bösen nicht. Ne? Das sind die Gegner von den Protagonisten. Sie dann die Antagonisten. Es gibt auch umgekehrt, ne? Wie bei Dungeon Keeper. Ne? Da bist du der Bösewicht und dann kommt der Held und will deinen Dungeon kaputt machen. Ja, also nicht, ne? So. Aber meistens ist es andersrum, ne? Ja, wenn die böse Seite in der Übermacht ist, bringt das natürlich auch so eine gewisse Spannung in die Geschichte, weil du halt nicht verstehst als Zuschauer, mein Gott, wo ist der Kniff, wie sollen sie das ändern? Ja, klar, du kannst jetzt sagen, irgendwie, der Böse muss schon übermächtig sein. Der muss schon übermächtig sein, sonst nimmt man ihn nicht ernst. Ja, auch, ne? So. Also muss schon so sein. Das heißt, böse zu sein heißt auch meistens gleichzeitig, dass er mächtig ist. Ne? Und dass zumindest die Bedrohung so stark ist, dass du sie als solche wahrnimmst. Dass du sie als solche wahrnimmst, ja. So, ne? Das ist auf jeden Fall wichtig, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Ne? Gerade in so einer Geschichte oder so. Die Weltbedrohung oder irgendwie sowas, die muss auch irgendwo da sein. Wenn es sowas wie einen Bösewicht nicht gibt in einer Geschichte, ist schon manchmal... Gibt's auch, aber das ist schwierig. Ich fand zum Beispiel die Passage bei Harry Potter besonders cool. Auch einer meiner Lieblingscharaktere, wo dieser Charakter des hier Gary Oldman hat die gespielt. Sirius Black eingeführt wurde. Wortfindungsstörung. Und der kam am Anfang ja auch als reiner Bösewicht daher, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, aber so fies dargestellt wurde, dass irgendwie die ganze Zaubererwelt irgendwie in Angst und Schrecken war und Schiss hatte vor diesem Charakter. Und das fand ich auch ganz cool gemacht. Das heißt, der war irgendwie, man guckt immer in die dunklen Ecken und so und stellt sich vor irgendwie... Ja, du redest von dem Gefangenen von Azkaban. Korrekt. Ja. Da hockt er dann vielleicht jetzt und kommt vielleicht irgendwie, bis halt irgendwann mal klar wird, der ist gar nicht so böse, wie er scheint. Aber das dauert lange, ne? Das dauert lange und lange ist er irgendwie so eine unbekannte, dunkle Bedrohung, die überall sein kann, die aber eigentlich effektiv gar nichts macht. Finde ich auch gar nicht schlecht gemacht. Also das ist so eine, man spricht ihm quasi eine Macht zu, aus Angst, die man eigentlich gar nicht merkt. Ne? Der geht nicht durch die Gegend, bringt Leute um und dann hast du immer überall die Leichen, sondern das sind nur die Erzählungen, die ihn bedrohlich machen. Ist bei Voldemort aber genauso. Am Anfang macht er ja auch nicht so viel, wenn dann höchstens im Hintergrund. Ne? Ja, stimmt, aber er leiert immer irgendwelche bösen Dinge an. Also er ist viel präsenter als zum Beispiel Sirius Black, der macht gar nichts. Der macht gar nichts. Ne? Ja. Soll er auch nicht, weil er ist ja eigentlich ein guter, aber wird halt so nicht verkauft. Ja. Das fand ich auch ziemlich cool. Ja. Ja gut, und dann bist du ein Held und dann ballerst du in der Gegend rum und machst alles platt. Was von dem kommt, von dem Bösen. Zerstörung. Zerstörung ist cool, faszinierend, ne? Faszination. So, den Bösen platt machen. Ja, an der Stelle sind aber auch Rückschläge spannend. Ja. Wenn es zu einfach wird, zu billig, ne, irgendwie, ja, der ist böse, fertig, ne, wie gesagt, Intention, Twists müssen drin sein, am besten, wenn du nicht erkennst, wie bei Sirius Black. Na, dann ist das interessant. Das sind dann coole Bad Guys. Die dürfen auch mal andere Sachen anhaben als schwarze Klamotten. Ne? Womit ich dann so abschließend mal Marvel und DC miteinander vergleiche. Da gibt's auch gute Leute und böse Leute, Bösewichter und coole. Und irgendjemand hat mal gesagt, Marvel hätte die cooleren Helden. Und DC hätte die cooleren Bösewichter. Starke These, ne? Boah. Ja, also ich bin ja Batman-Fan, weil der hat ja auch schwarze Klamotten. Nein, ja vielleicht, ich weiß es nicht, ne? Fledermäuse sind cool, so, ne? Coole schwarze Klamotten. Also damit habe ich mich als Kind auf jeden Fall mal fangen lassen von schwarzen Sachen. Das muss ich einfach mal so sagen, ne? So, als Kind? Als Kind, ja. Ja, heute auch noch. Ja, klar, ne? Aber Superman fand ich zum Beispiel auch cool. Wieder so ein Raunen in der Menge, oh, der kann nur alles, so langweilig. Da kommt man auch so ein bisschen da. Ja, wenn der alles kann, ist auch langweilig. Aber deswegen gibt es ja auch das Kryptonit. Ja. Damit man selbst den schwächen kann, weil sonst ist es nicht spannend genug. Ja. Das stimmt. Ja,
aber das ist so ein bisschen konstruiert, so, ne? Fühlt sich für viele so an. Und dieses Konstruierte, das ist immer doof. Und das heißt, wenn Superman doof wird, so wie bei Batman vs. Superman und der wird böse, ne? Ja, ne? Dann muss er halt Kryptonit raus und holen und dann war's das und so. Das findet man langweilig. Das reicht nicht, ne? So. Und warum ist das so? Warum empfinden Menschen das so, dass Marvel irgendwie die cooleren Helden hat? Weil die nicht nur gut sind. Na, ist meine These. Weil sie auf jeden Fall auch immer irgendwie eine, bösartige Komponente haben. Ich sag mal Iron Man. Ne? Schwierig, das ist aber bei DC nicht anders. Ja, das stimmt. Aber gerade Batman und Superman, die haben beide ein Trauma aus ihrer Kindheit, haben ihre Eltern verloren. Und sind im Grunde genommen Opfer von irgendwelchen Katastrophen. Ne? Dem einen wurden sie erschossen, dem anderen, ist halt, ne, Krypton ist platt und er wurde in den Weltraum geschossen und dann ist er jetzt hier und ist ein Weise so, weißt du? Das heißt, der Ursprung der ganzen Chose war eine Sache, wo man sagt, okay, das ist mehr als nachvollziehbar. So, ja. Aber und dann die böse Komponente, die dann dazu kommt, ist dann schon nicht so dominant, sage ich jetzt mal. Ne? Beim Joker zum Beispiel ist andersrum. Ne? Was hat der denn für ein Trauma? Ne? Vielleicht nicht so ein ganz klares oder so, aber er wird von irgendjemandem betrogen meistens, ne? In so ein komisches Säurefass geschmissen, kriegt dann so ein Gesichtsverrenkung und so und ist auf Rache aus. Ne? Das ist so seine Intention. Ist die jetzt stärker? Ist die jetzt schwächer? Kann man sich überlegen. Was denkt ihr denn? Ist das so? Sind die Marvel-Bösewichte tatsächlich irgendwie, die Marvel-Helden wirklich cooler als die von DC? Und umgekehrt? Das würde mich mal interessieren. Ja, weil die These ist ziemlich stark, finde ich. Ja. Ja. Ich persönlich stehe auf DC, mehr als auf Marvel. Marvel finde ich auch cool, weil das ist halt so ein Star Wars, Star Trek, Tote Hosen, Campino hier, Ärzte, ne? Ich finde beides cool. Ich bin da Flexitarier, deswegen habe ich damit kein Problem. Aber so ein bisschen cooler finde ich DC schon. So, ne? Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, ja. Ist das wirklich so? Bin mal gespannt, was die Leute sagen. Gut, wir haben, also Bösewichter kommen garantiert noch mal irgendwann, weil die sind einfach spannend, ne? Weil darum geht's ja auch meistens in den Geschichten, ne? Also sehr starke Triebfeder in der Story ist das, deswegen werden wir das bestimmt auch noch mal irgendwo verkappt noch mal bringen. Wir haben eine Trophy-Box. Ja. Das können wir auch schnell abhandeln, weil das ist unsere eigene. Wir haben nämlich unser Spiel Elex 2 verkauft in so Läden. Ne? Da guckt sie schon hin. Ja, das steht da in der Ecke schon. War schon aufgebaut. So, dann stelle ich mal hier jetzt einfach mal so da hin. Ne? Ja gut, da steht irgendwie Limited Steelbook Day One Edition, nur hier erhältlich. Ne? Ja, aber trotzdem cool, finde ich. So, ne? Deswegen stelle ich den mal hier hin. Cooler Standy. Genau. Warum haben wir den? Sind wir in den Laden gegangen und haben gesagt, hör mal, wir sind die Entwickler von dem Spiel und wollen das Ding haben? Oder wie? Habe ich mich nicht getraut. Wir sind in den Laden gegangen und haben gefragt, können wir den haben? Die haben gesagt, nee. Und dann haben wir einen zugeschickt gekriegt. Ja. Also die Firma auch von THQ. Die haben uns den zugeschickt. Ja, den benutzen wir jetzt als Hintergrundkulisse für die Tür, die dahinter ist. So, ne? Die kann man so schön, da ist nix so. Ne? Oder für verschiedene Talks kann man den auch super benutzen. Genau. Okay, ja, hast du eine Community-Frage? Ich schätze mal, ich muss die hier raussuchen. Ja, bitte. Weil du hast ja nämlich so einen tollen Zettel. Ja. So, das ist eine Elex 2 bezogene Frage. Da fragt jemand, wie habt ihr denn Billy Idol dazu gebracht, bei eurem Spiel mitzumachen und wie war er? Schöne Frage. Ja, also, das ist so eine Management-Geschichte. Es gab die Idee, ja, mach doch mal irgendwie sowas wie Musik auf einer Bühne. Das war so die Ursprungsidee, so als Gimmick, so als Easter Egg. Ja, weil so oft gefragt wurde. Aber heutzutage ist das auch ein sehr aufwendiges, großes Ding irgendwie mit Anfragen und GEMA und ganz viele Leute, die dann animiert werden müssen, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir doch einen Einzelkünstler.
und haben dann da einfach beim Management angefragt. Und das haben auch nicht wir gemacht, sondern das hat THQ für uns gemacht sozusagen. Und deswegen wissen wir gar nicht, wie der ist, weil wir haben den nicht getroffen. Wessen Idee war das? Meine. war deine, das war meine ja. Idee, Ja, das ja. war deine Ich Idee. finde Billy Idol cool. So. Der ist ja auch ein bisschen schwarz. Der ist auch ein bisschen schwarz. Ja. Manchmal. Rock'n'Roll halt, ne? Ja, Ja. genau. Der hat dann Ja gesagt, also haben wir den eingebaut. Ja. Gut, hoffentlich beantwortet das die Frage und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranhabecken TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Warum hast du jetzt gerade so geguckt? Ich hatte immer noch darüber nachgedacht, ob ich einen dritten Bösewicht, aber meine Lieblingsspiele haben alle tatsächlich keine Bösewichte. Firewatch, Soma, das sind so Gegner, aber Shodan. Fand ich cool. ja. Ah.